Ich befinde mich nun hier auf dem Bahnhof in Flensburg und warte auf meinen Zug nach Fredericia. Von Fredericia soll es dann weitergehen nach Kopenhagen, von wo aus ich dann innerhalb der nächsten 4 Tage beim Fahrrad nach Flensburg zurückradeln werde. Der Zug müsste jetzt auch bald kommen und dann geht es auch schon los, auf nach Dänemark. Ich bin jetzt endlich in Kopenhagen und zwar hier am Hauptbahnhof, sieht man hinter mir. Auf der anderen Seite, hinter mir, sieht man den Tivoli. Von nun aus geht es quasi nur noch nach Hause, Richtung Flensburg. Ich mache jetzt hier gerade meine erste Pause in Brøndby-Strand. Es ist schon relativ spät, weil ich in Kopenhagen dann doch etwas länger war, als ich geplant hatte. Und zwar war ich erst bei der Kleinen Meerjungfrau, was so der gedachte Startpunkt des Trips war. Und dann war ich in Christiania. Dachte, da gönne ich mir mal ein Bierchen. Aus dem einen Bierchen wurden 2, weil ich Johann getroffen habe. Ein Musiker und Späthippie aus Schweden. Hat mir quasi dann mal seine Lebensgeschichte erzählt, quasi Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Die Aussicht ist wunderbar. So sieht das aus. Halt Strand. Und bei der Gelegenheit hier teste ich auch übrigens gerade mal meine neue mobile Solaranlage. Gleich hier vor meinen Füßen. Funktioniert ganz gut. Solange die Sonne noch da ist, werde ich das ein bisschen ausnutzen und mein Handy mal aufladen. Außerdem habe ich im Laufe des Tages die interessante Erfahrung gemacht, dass man doch relativ dämlich angeguckt wird, wenn man so eine Kamera reinquatscht. Das ist halt auch das erste Mal für mich, dass ich so ein Videotagebuch führe. Aber ich denke, daran werde ich mich auch noch im Laufe der Zeit gewöhnen. Ich werde jetzt hier mal noch ein paar Minuten chillen und mein Handy aufladen, was essen, was trinken und dann geht es auch weiter Richtung Süden. Junge. Ich bin jetzt ungefähr 40 Kilometer geradelt und ich habe seit ungelogen 40 Kilometern Gegenwind. Das schockt mal gar nicht. Alter Schwede. Gibt echt Geileres. Mein Handy-Aufladeprozess ist auch semi-erfolgreich. Ich habe jetzt mittlerweile die Solaranlage hinten auf den Gepäckträger geschnallt. Ja. Aber seit meiner letzten Pause sieht das Wetter so aus. Okay, jetzt sieht man gerade mal die Sonne, ist natürlich der Vorführeffekt. Aber es ist ziemlich bewölkt, also kommt natürlich auch kaum Strom bei rum. Na, jedenfalls. Ungefähr 40 Kilometer geschafft. Weitere 40 will ich heute noch hinter mich bringen. Ich frage mich echt, warum ich das mache. Junge. Naja, ich werde schon irgendwie schaffen. An dem Punkt angekommen, wo die Straße das erste Mal keinen Radfahrweg mehr hat. Die Sonne geht auch schon unter. Relativ spät, keine Ahnung, ich schätze mal so 8 Uhr rum. Ich bin müde, ich will eigentlich nur pennen, aber ich habe noch ein paar Kilometer zu fahren. Also dann, auf geht's! Guten Morgen. Ich habe gerade die erste Nacht im Zelt hinter mich gebracht. Ich habe keine Ahnung, wo ich genau bin eigentlich. Ich bin auf irgendeinem Rastplatz. Denn ich habe es nicht mehr zu meinem erklärten Ziel gestern geschafft. Ich glaube, es fehlt mir 5 bis 10 Kilometer schätzungsweise. Also wurde einfach so dunkel, dass es einfach keinen Sinn mehr gemacht hat, weiter zu radeln. Habe echt gut geschlafen eigentlich, war aber auch echt richtig müde und jetzt beschlägt auch die Kamera. Einen Augenblick mal eben. So, da bin ich wieder. Wie es hier außen rum aussieht, werde ich euch gleich nochmal zeigen. Ich werde jetzt erstmal irgendwie ein bisschen wach werden müssen, frisch machen,
Zähne putzen und so weiter. Alles klar, bis später. So, dann zeige ich euch mal hier in meinem wunderschönen Camp. Also wie gesagt, ich bin hier auf dem Rastplatz. Hinter mir ist auch die Straße. Man hört sie vielleicht auch. Ab und an kommt auch mal ein Auto vorbei oder ein LKW. So wie jetzt. Mein Camp habt ihr ja schon gesehen. Das ist quasi hier direkt hinterm blauen Baum. Zum Glück scheint jetzt auch mal ein bisschen die Sonne. In der Nacht hat es nämlich ordentlich geregnet. Hier vorne versuche ich auch mal wieder mein Handy aufzuladen. Scheint tatsächlich gerade die Sonne. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Prozent auf den Akku bekomme. Das Handy echt bei 1% ausgemacht. Um den 1% zu sparen für Notfall. Man weiß ja nie. Hier hinterm Zelt habe ich dann noch mein Fahrrad versteckt. Das haben wir auch keine klauen, ne? Hier hinten ist quasi meine Toilette. Ich denke, ich habe ein ganz gutes Camp ausgesucht. So Zeit für Frühstück, Lager abbauen und dann geht es auch langsam weiter. So, ich habe mein Lager jetzt abgebaut. Mein Fahrrad ist voll bepackt wieder. Und jetzt geht es weiter Richtung Süden. Ich hoffe, dass ich heute mein Tagesziel erreiche. Es ist jetzt ungefähr 10 Uhr morgens. Ich glaube noch nicht mal ganz. Das sollte machbar sein. Wir werden sehen. Das Wetter ist auch gut. Es ist zwar bedeckt, aber warm. Relativ schwül. Also ich kann jedenfalls im T-Shirt los. In der Jacke ist zu heiß. Da schwitze ich mir einen ab. Hier sieht man schön die Ostsee. Da geht noch eine Brücke rüber. Ich weiß gar nicht, ob das die Brücke ist, wo ich noch rüber muss, Richtung Lolland. Ich werde es rausfinden unterwegs. Boah ey, ich fahre jetzt seit einer halben Ewigkeit hier durch den Regen. Und Gegenwind habe ich auch noch die ganze Zeit. Das schockt mal gar nicht. Ich zeige euch mal, wie das Wetter gerade aussieht. Und es sieht auch nicht so aus, als würde es irgendwie besser werden. Also ich glaube, damit muss ich jetzt den Rest des Tages mich irgendwie mit rumschlagen. Aber was bleibt mir anderes übrig? Ich will ja auch irgendwie irgendwann wieder nach Hause. Jedenfalls sitze ich jetzt hier gerade vor einem Supermarkt. Einfach um ein paar Minuten im Trockenen zu sitzen. Hier sitze ich auf so einem Stapel Grillkohle. Werde mir noch irgendwie einen Müsli-Riegel reinziehen. Und dann geht's wieder auf die Straße. Ich habe jetzt gerade mein Nachtlager aufgebaut. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin echt kaputt. Ja, den ganzen Tag nur Gegenwind. Zwischenzeitlich hat es echt eine ganze Weile geregnet. Das hat dann zum Glück irgendwann aufgehört, obwohl ich damit echt nicht mehr gerechnet hatte. Der Gegenwind ist halt geblieben. Ich weiß echt nicht, was schlimmer ist. Gegenwind oder Regen. Das ist beides echt kacke. Zwischendurch dachte ich, dass ich den Gegenwind ganz gut handeln kann. Aber Gegenwind ist echt kacke. Und ich rede hier nicht von irgendeinem lauen Lüftchen. Das ist schon echt heftig. Ich sitze jetzt in meinem Zelt, werde mich gleich hinhauen, um dann morgen früh ausgeruht auf die nächste Etappe gehen zu können.
Ja, übrigens, also ich habe heute die Kilometer geschafft, die ich schaffen wollte, plus die Kilometer, die ich gestern nicht geschafft habe. Also von dem her bin ich ziemlich glücklich. Kann so weitergehen. Guten Morgen. Ich habe gerade die zweite Nacht im Zelt hinter mich gebracht. War jetzt mal was anderes, denn es war halt super windig. Und alleine schon beim Aufbau des Zeltes habe ich gedacht, ey, das fliegt mir heute Nacht weg. Ist es zum Glück nicht, es steht noch. Ich glaube, man kann es sogar sehen, da hinten. Ich habe einen einigermaßen windgeschützten Platz gefunden. Gut, jetzt bin ich gerade dabei zu frühstücken, bevor es dann auf die nächste Etappe geht. Ich hoffe, der Wind wird heute nicht so anstrengend sein und dass es auch nicht regnen wird. Übrigens, was mal so richtig geil wäre eine Dusche. Ich habe jetzt, seit ich abgereist bin, noch nicht die Möglichkeit gehabt zu duschen. So mal schön heiß duschen wäre eine geile Sache. Vielleicht ergibt sich das ja heute irgendwo. Ansonsten, ja, spätestens morgen, wenn ich zu Hause bin. Ein Glück, dass ich mich selbst nicht so doll rieche, aber für meine Umwelt ist das bestimmt jetzt nicht so der Hit. Dieser scheiß Wind, ey! Boah. Er ist noch heftiger als gestern. Und da habe ich schon gekotzt. Ich komme kaum voran hier. Ich bin hier jetzt an der Fährstation in Tars und da hinten kommt auch schon meine Fähre. Alter, dass ich es bis hierhin geschafft habe, ist schon ein geiles Gefühl. Aber ich muss noch einige Kilometer abreißen heute, um mein Tagesziel zu erreichen. Ich bin gespannt, ob ich das schaffen kann, denn der Gegenwind ist heute echt brutal. Also im Vergleich zu gestern noch mal eine Ecke härter. Ich bin so langsam unterwegs, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, ich bin der langsamste Radfahrer der Welt. Aber was soll's. Geht jetzt gleich erstmal auf die Fähre. Ich habe mein Tagesziel erreicht. Ich bin in Söbü, das ist im Norden der Insel Ero. Ich habe mir gedacht, heute gönne ich mir doch mal eine Dusche. Ja, die Dusche habe ich auch bitter nötig. Und zwar bin ich heute mal auf einem Campingplatz. Jedenfalls heißt das auch, dass ich dann mal frische Klamotten anziehen werde. Ein Traum. Dann gibt es noch ein bisschen Abendbrot und dann geht es auch schon wieder in die Koje. Von Söbü nach Fünsau und von Fünsau geht es dann direkt weiter in Richtung Flensburg. Ich freue mich auch schon, aber ich bin eigentlich auch ein bisschen traurig, dass ich diese Insel schon wieder verlasse, denn die ist echt wunderschön. Ich hätte das nicht gedacht, dass echt ein so schöner Flecken Erde quasi direkt vor meiner Haustür ist. Ich denke, ich muss noch mal wiederkommen und dann vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Eigentlich hatte ich heute vor, noch ein bisschen die Insel zu erkunden, aber irgendwie ist mir die Zeit davon gelaufen, da ich beim Frühstück einige interessante Leute kennengelernt habe, unter anderem eine ältere Dame aus Schweden, eine Rentnerin. Ja, sie war ziemlich beeindruckend, denn sie ist mit dem Fahrrad jeden Sommer für 3 bis 3,5 Monate unterwegs. Wenn ich mal bedenke, dass ich hier teilweise echt am Abkacken bin, obwohl ich nur ein paar Tage unterwegs bin. Gut, ist auch irgendwo motivierend.
So, ich bin mittlerweile in Egersund angekommen. Und von hier aus ist es nicht mehr weit bis nach Flensburg. Ich glaube, das sind so etwa 25 bis 30 Kilometer. Das sollte ich doch wohl locker schaffen heute. Obwohl mein linkes Knie hat nicht mehr so richtig Bock. Es tut schon echt ordentlich weh, aber was soll's. Ich will heute noch nach Hause. Ja, an der Windsituation hat sich auch nichts geändert. Ich habe nach wie vor brutalen Gegenwind. Das schockt nach wie vor überhaupt nicht. Es ist für mich jetzt auch völlig klar, dass Gegenwind ganz hochoffiziell ein Riesenarschloch ist. Ich hoffe doch sehr, dass Windgott das jetzt nicht zu persönlich nimmt und ja, mich jetzt auf die letzten Kilometer noch mehr ärgert. Also viel mehr geht schon fast nicht mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf Gegenwind gerade. So ein bisschen Rückenwind wäre ganz geil. Dann können wir vielleicht auch wieder Freunde werden. Denk mal drüber nach. Und zwar sitze ich hier gerade am Strand, direkt gegenüber der Ochseninsel, hier hinten zu sehen, so drüben. Und das Beste an diesem Standort ist, dass direkt auf der anderen Straßenseite Annis Kiosk ist. Und jeder, der Annis Kiosk kennt, weiß, dass es da einfach sensationelle Hotdogs gibt. Genau das gönne ich mir jetzt mal. Hier. Und wenn ich schon mal hier bin, gibt es gleich 2. Ich denke, das habe ich mir verdient. All die Kalorien, die ich jetzt in den letzten Tagen verbrannt habe, werde ich mir jetzt direkt wieder auf die Hüften rauffressen. Übrigens, da hinten im Hintergrund, da ist Flensburg. Aber jetzt erstmal guten Appetit. Flensburg! Geil, 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 geil! Ich hab's geschafft! 320 Kilometer von Kopenhagen nach Flensburg. Ein richtiger Marsch, aber auch echt glücklich.